Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ich arbeite heute auf einer 60 x 60 Leinwand, Keilrahmen, und die ist natürlich schon vorgrundiert, ab Werk. Ich kann also direkt starten mit meinen frühlingshaften Farben, einem hellen Gelb, einem lichten Ocker und einem Orange. Ich brauche einen breiten Pinsel, später auch noch ein Schwämmchen, Wasser und ich beginne gleich mit der Folientechnik. Dazu habe ich hier diese Mülltüte aufgeschnitten. Ich trenne sie jetzt auch noch mal hier in der Mitte und dann kann ich die prima verwenden. Ihr könnt aber auch ganz gut die Verpackung eures Keilrahmens nehmen. Ich glaube, ich werde heute beide Folien nutzen. Im ersten Schritt befeuchte ich die Leinwandoberfläche mit dem Wasser. Nun nehme ich etwas von der Farbe auf den Schwamm und verteile es sehr dünn und transparent auf der Oberfläche. Auch die anderen Farben kommen dran. Jetzt nehme ich doch besser den Pinsel. Da komme ich besser mit zurecht. Ihr solltet rasch arbeiten, damit die Farbe feucht bleibt für unsere Folientechnik. Jetzt lege ich also meine Folie darauf und knautsche sie ein wenig. Viele von euch kennen das schon. Unterschiedliche Folien ergeben unterschiedliche Strukturen. Das Ganze muss jetzt mehrere Stunden liegen, bis die Farbe fast trocken ist. So, die Zeit ist um. Ich schaue mal nach. Ja, das ist doch gut geworden. Schön zart und frühlingshaft. Hier seht ihr nochmal die typischen Strukturen für die Folientechnik. Das ist meine erste Schicht. Die muss jetzt gründlich trocknen. Am besten auch nochmal mindestens einen halben Tag, bevor es dann weitergehen kann. Auf diese getrocknete Schicht möchte ich jetzt eine zweite aleatorische Technik anbringen. Dazu vermische ich weiße Farbe mit ein bisschen Wasser, mit so viel, dass sie flüssig wird. Die Farbe gieße ich jetzt auf das Bild. Sie ist noch relativ dickflüssig. Deswegen sprühe ich noch etwas Wasser nach. Sie sollte eigentlich flüssiger sein. Mit dem Föhn möchte ich das Ganze jetzt nicht trocknen, sondern die Farbe verpusten, damit weitere Spuren entstehen. Da, wo die Farbe noch zu fest ist, sprühe ich Wasser auf. Aber passt auf, dass ihr nicht auf den Föhn sprüht, das könnte lebensgefährlich sein. Also besser den Föhn aus der Hand legen, Wasser sprühen, dann wieder föhnen.
Das habe ich jetzt eine ganze Weile so weitergetrieben und jetzt sieht mein Bild so aus. Klar, auch das muss wieder ganz lange trocknen. Ich habe es auch wieder einen ganzen Tag trocknen lassen. Alles trocken. Nun kommt eine Lasurschicht darüber, die das ganze Bild in ein gelbes Licht taucht. Für die Lasur vermische ich Acrylbinder und Gelb miteinander. Dann wird die Oberfläche nochmal angefeuchtet und die Lasur aufgetragen. Ihr ahnt es schon, das Ganze muss gründlich trocknen. Hier erkennt ihr auch noch die alte Struktur der Folientechnik. Darüber liegt die neue Struktur. Es ist schon Tiefe entstanden. Für meine nächste Schicht mische ich ein wenig preußisch Blau mit Weiß, um einen Blauton, einen zarten Blauton zu erzeugen. Ich gebe Wasser dazu, damit alles schön flüssig wird. Hier ist mein Alkohol, den brauche ich gleich für die Tropftechnik. Zunächst wieder die Leinwand anfeuchten mit einer Sprühflasche. Und dann schön transparent und dünn auftragen. Die Oberfläche sollte feucht sein, aber keine Pfützen aufweisen. Nun tropfe ich meinen hochprozentigen Alkohol hinein. Ich nehme hier einen Alkohol, den man auch für Zimmerkamine benötigt. Ihr könnt aber auch Brennspiritus nehmen. Hauptsache hochprozentig. Dann klappt das auch. Wichtig ist halt, dass die Farbe immer noch feucht sein muss, damit der Alkohol die Pigmente in der flüssigen Farbe hin und her schieben kann. Und weil jetzt alles noch so schön flüssig ist, möchte ich die Farbe auch noch ein bisschen laufen lassen. Ich stelle die Leinwand mal hochkant auf und ihr seht hier ein wenig, wie das läuft. Ich zeige es euch gleich nochmal. Hier sprühe ich noch ein bisschen Wasser dazu und lasse einfach alles nach unten laufen. Ganz schön viel Wasser jetzt auf der Oberfläche. Das muss wieder ein paar Stündchen trocknen, bis alles oberflächentrocken ist. Nach dem Trocknen kommt die nächste Schicht. Ich sprühe wieder leicht Wasser auf und dann mische ich mir ein helles Gelb aus Weiß und ganz wenig Gelb. Das trage ich sehr, sehr dünn und transparent auf die Oberfläche.
Hier im oberen Drittel habe ich noch etwas mehr von der Farbe aufgetragen. Dann sprühe ich nochmal Wasser oben auf und kippe die Leinwand. Und wieder rinnen die Tropfen herunter. In die feuchte Oberfläche möchte ich jetzt noch ein paar hellblaue Sprenkel spritzen. Das sieht man jetzt bei dieser Einstellung nicht so besonders gut, deswegen schaut mal näher. Auch das muss jetzt erst einmal richtig durchtrocknen. So, ich habe es mal an die Wand gehängt. Ich habe es jetzt aus Versehen mal quer gehängt, macht aber nichts. Hier seht ihr die vielfältigen Strukturen, die sich überlagern. Und das Ganze hat irgendwas Organisches, Wachsendes, tatsächlich Frühlingshaftes. Könnte so fertig sein, für mich aber noch nicht. Ich betone einige Strukturen, verstärke an einigen Stellen noch die Kontraste und vor allen Dingen kommt noch etwas Negativtechnik hinzu. Seht ihr gleich. Im oberen Bereich möchte ich die Strukturen etwas zurücknehmen und ich trage mit einem Schwämmchen verdünnte weiße Farbe auf, die ich sehr gut verblenden kann. Hier seht ihr mein Bild, es hat sogar einen Partner gefunden. Sehr zart und sehr subtil, passend zum Frühling. Ich bin total zufrieden. Wollt ihr den Partner auch noch sehen? Oh voilà!
Hier hatte ich nicht ganz so viel Arbeit und ich habe einfach die Techniken übereinander gelegt und die Ausarbeitung einfach gespart. Also nichts wie ran für euch an die Pinsel und an die Farbe. Habt viel Spaß dabei. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Bis bald. Tschüss.